Hallo liebe Schüler, herzlich willkommen zum Videounterricht Nummer 4. Das Thema heute ist Hobbys und Freizeit Teil 4 und wir lernen eine E-Mail zu schreiben. Du brauchst wie immer dein Heft und einen Stift und ein Übersetzer oder Wörterbuch bzw. dein Handy. Ich habe noch eine Bitte, wenn ihr mir die Hausaufgaben schickt, schreibt bitte, welche Nummer ihr schickt. Also bitte so schreiben. Liebe Frau John, hier sind meine Hausaufgaben Nummer 4, liebe Grüße und dann dein Name. So I'm getting a lot of homework, which is great, but a lot of you are not actually telling me which homework you're sending, and this gives me a lot of extra work trying to figure this out. So please write in your email which homework you're sending me. It just saves me a lot of time. And one more thing, I know emails may be not the most usual form of communication for all of you in terms of WhatsApp and Facebook and Twitter and Instagram, but you need to learn how to write a proper email. Like this is not the way. I'm getting a lot of emails like this. This is not where you write the text in an email, okay? Please don't do it like this. The text goes below in the actual bigger box for email text. Where some of you are writing it when you do it like this is where the topic goes. And the topic should only have your name, class, and which homework you're sending. So this is the correct way to write an email. Please try to do it like this from now on. Also, if you're not clearly labeling your homework from now on, I will not accept it anymore. So, first of all, send me good pictures. If you're printing out my homework sheets and you're just taking a very blurry picture, I have a hard time actually reading or correcting it. So send me good straight pictures of your homework. Whether you write in your notebook or you print out my worksheet, it doesn't matter, but I need a good picture. Second, label the homework. Some of you are sending me pictures, but you actually just take very small pictures of what you're writing, but there's no information whether you're sending me homework number 1, 2, or 3, whether it's exercise number 1, 2, or 3. So please label everything correctly with homework and Aufgabe 1, Aufgabe 2, and so on. I think I should go without saying that you should always write in your notebooks, not just on pieces of paper, and keep the homework sheets. If you print them out, please keep them. One more thing, a lot of you are just writing something in Word documents. Also, label it which homework it is. If you don't decide to take the homework sheet I've already prepared, if you want to write it in your own Word document, you can do it, but label everything. Alright, so we're getting started with our lesson today. Was lernen wir heute? Wir wiederholen den Wortschatz zum Thema Bouldern. Wir werden lernen, eine halbformelle E-Mail zu schreiben. Und unser Beispiel wird sein, der Boulder Club. Aber zuerst bitte Videounterricht Nummer 3 schauen. Some of you are sending me the latest homework, so homework number 3, before you've even done number 1 or 2. So for this lesson, it's very important that you've already watched video lesson number 3. If you have not watched it, pause this video and do number 3 first, okay? Maybe you've noticed that I have a little repetition session at the beginning of each lesson. So that means you need to watch all the videos in the correct order, please. That makes your life easier. So bitte immer die Videos in der richtigen Reihenfolge schauen. Also zuerst Video Nummer 3 schauen. Wenn ihr das gemacht habt, dann geht es jetzt los. Wir wiederholen Wortschatz. Was macht diese Person? A. Bouldern, B. Climben oder C. Klettern? Diese Person klettert, okay? Das ist nicht Bouldern. Guckt mal, wie hoch diese Person schon geklettert ist.
Das ist nicht bouldern, das ist klettern. Und climben ist kein deutsches Wort, das ist nur Englisch, das sagen wir nicht auf Deutsch. Okay, was ist das? Das Wort haben wir letzte Woche gelernt. Erinnert ihr euch, wie man das nennt? Ich gebe euch schon mal einen kleinen Tipp. Hier sind schon ein paar Buchstaben. Hilft euch das ein bisschen? Und das ist das Seil. Okay, ich habe noch ein Bild für euch von letzter Woche. Was ist das? Ich gebe euch wieder einen kleinen Tipp. Und das ist die Kletterwand. Welches Bild zeigt Bouldern? Rechts oder links? Welches Bild zeigt Bouldern? Und es ist das linke Bild. Wer den Videounterricht von letzter Woche geguckt hat, der weiß diese Antwort. Aber die Frage ist jetzt, warum zeigt dieses Bild Bouldern? 3 Gründe, die wir letzte Woche gelernt haben. Überlegt kurz, welche Bedingungen sind wichtig für Bouldern. So why does this picture show the activity of bouldering, and which 3 reasons could you give? Okay, so here are the 3 reasons. Warum zeigt dieses Bild Bouldern? Erstens, weil man keine Hilfsmittel benutzt. Zweitens, weil man nicht hochklettert. Und drittens, weil man ohne Gefahr abspringen kann. Okay, sehr gut. Alles richtig? Vielleicht das meiste? Super. So, seid ihr bereit für etwas Neues, das Thema E-Mail? Dann geht's jetzt los. Also, hier ist ein Flyer vom Boulder Club. Lies den Flyer bitte. Und ich lese den Flyer vor. Du willst aktiv sein. Du magst frische Luft. Komm mit zum Bouldern. Wann? Samstag 10 Uhr. Wo? Stadtpark. Anfänger willkommen. Schreibt uns eine E-Mail boulderclub@gmail.com. So, versteht ihr alles? Kennt ihr das Wort Anfänger? Do you know this word Anfänger? It means beginner. Okay, if you need more time to understand this flyer, pause the video. But otherwise, we will start learning how to write an email. Eine halbformelle E-Mail schreiben. Hallo lieber Boulder Club. Ich habe euren Flyer gesehen und bin am Bouldern interessiert. Ich möchte gerne am Samstag mitkommen. Könnt ihr mir sagen, was genau Bouldern ist? Ich würde auch gerne wissen, ob ich etwas mitbringen muss. Liebe Grüße, Lukas. So please take some time to read this email one more time. Pause the video or use your phone if you need to look up some words. So I'll give you another 30 seconds to read this carefully again and try to think of which expressions in this email are typical for writing like a semi-formal email. Okay, so we will talk about the kind of expressions in a minute, but first we need to answer the question, what is a semi-formal email? Was
ist eine halbformelle E-Mail. Das ist zum Beispiel eine E-Mail an Vereine, Lehrer, Trainer, Organisatoren oder an Unbekannte, also Menschen, die man nicht kennt. So this is an email that you send, for example, to clubs, teachers, trainers, organizers, or people that you've never met, but outside of a work context, okay? So a formal letter would always be inside the work context. You want to apply for a job, you want to ask about a job, but here you would just write this email to a person you've never met. It could be a friend of a friend of a parent, or a distant relative that you've maybe never met. And this is called a halbformelle E-Mail. So, die Sprache ist nicht formell, nicht informell. So it's neither formal nor informal. It's somewhere in between. And this in between is called halbformell. So it's not an email that you would write to your friend where you can use very casual language, but it's not a super formal language. It's not a super formal email either that you would send to your work colleague or to your boss, for example. So what do we need? Wir brauchen eine Anrede, höfliche Sprache und eine Grußformel. So we need a greeting, polite language, and a greeting at the end as well. So I will give you some examples. Die Anrede kann man so schreiben. Hallo, liebe Anna, lieber Tom. Nicht vergessen, Liebe ist für Frauen, lieber ist für Männer. Wir brauchen höfliche Sprache und höfliche Sprache ist meistens mit Konjunktiv. Ich möchte gerne, ich würde gerne wissen, ob, könntet ihr, könnten Sie, könntest du mir sagen. Und die Grußformel am Ende ist zum Beispiel liebe Grüße, vielen Dank oder sogar vielen Dank und liebe Grüße. So I want you to write down these expressions into your notebook because they will be important for the next few lessons as well. Please write them down. Please look up any English translations if you have trouble understanding what they mean. And so write it down in your notebooks. That's why I have the little blue paper roll up there. This is always from now on the sign for copy in your notebook if you're not copying everything anyway. And then take a picture of it. This is your first homework, okay? Copy this in your notebook, take a picture of it, and send it to me as part of your homework. So we will look back at the email to see where we have these expressions. Wir haben zum Beispiel, ich möchte gerne mitkommen. So if you're writing a friend, you would rather say, ich will mitkommen, I want to come. If you're being polite, you're using Konjunktiv, ich möchte gerne mitkommen. Könnt ihr mir sagen? Could you tell me? Ich würde auch gerne wissen, ob, I would like to know, if. So these are very formal, not formal, they're like semi-formal. They're polite expressions you can use in writing emails to people you've never met before. Here we've used the greeting liebe Grüße. We could have also used vielen Dank und liebe Grüße. Okay, so this is already part of your homework. There will be a reply from the Boulder Club. And you need to fill in some of the gaps. One gap does not mean it's one word, it means it's an expression, so it can be more than one word. It could be 5 words in one gap. You have to go back to video lesson number 2 and check out the description of what bouldering is and use all the vocabulary to fill in the gaps here. I will read the email for you and then we're finished. Hallo Lukas. Wir freuen uns über dein Interesse am Bouldern. Bouldern ist eine Form. Dabei benutzt man.
Du musst also keine mitbringen. Wir haben Matten zur Sicherung, damit du ohne... Wir klettern im Stadtpark an. Bis Samstag, dein Boulder Club. Alright, so this is your homework. Fill in the gaps, please. Send me the picture and label your homework, please, so I know what you're sending. If you're not doing that, I will not accept your homework anymore and ask you to correct it. So I hope you learned something new again today. Wir sind fertig für heute. Bravo, danke fürs Zuschauen und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen.